Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich habe mal gedacht, wir machen heute so eine Überraschungsneunerlegung. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich die großen Karten hier mit der Kamera einfangen kann, ob der Platz reicht. Ich habe sie früher öfter mal gemacht und schon lange eigentlich nicht mehr. Deshalb gucken wir jetzt mal, was sich hier zeigt. Hier zeigt sich ein Mangel in der Mitte. Ein Mangel am Vorwärtskommen, ein Scheitern an Blockaden, die aus der Vergangenheit kommen. Hindernisse beim Vorankommen, die sich schon so ein bisschen manifestiert haben, wo auch die Umgebung viel mitwirkt, ne? Das heißt, wann kann ich mein eigenes Ding machen? Wann muss ich so Umwege fahren, weil meine Umgebung das fordert? Ja, hier liegt die Maus eigentlich sehr gut in der Mitte, denn in der Mitte haben wir den Ausgangspunkt. Hier haben wir die Vergangenheit, hier das Jetzt und hier kommt die Entwicklung. Und hier liegt die Maus ganz gut, denn sie nagt hier die Hindernisse weg. Sie gibt das Wissen frei, das wir brauchen. Sie eröffnet uns hier eine Möglichkeit, nicht an einem ewig gleichen Hindernis immer wieder anzudocken, sondern ja, die Instruktion eben einen Umweg nicht mehr zu fahren. Das heißt, wir nehmen gerade Fahrt auf, wir wissen auch, wie es geht. Hier braucht man vielleicht auch irgendwo eine Sache, wo man drankommt im Unterbewusstsein, ne? Das ist hier nichts Oberflächliches, das zeigt sich einem im Hier und Jetzt. Man nimmt es wahr, man reflektiert. Dann haben wir hier den Neubeginn. Das kann hier sogar etwas sein, was man schon seit Kindertagen so hegt und pflegt. Deshalb hat es sich hier manifestiert. Das sind die Dinge, die man einfach so weitermacht, ohne zu hinterfragen. Und irgendwann merkt man plötzlich, dass man eigentlich so gar keine Energie mehr hat, obwohl man jetzt diesen Weg nicht mehr will, ne? Es können hier auch Sachen sein, die man schon mal versucht hat, im kleineren Bereich, um eine Kurskorrektur vorzunehmen. Und dann hat man es wieder bleiben lassen, weil man so das Gefühl hatte, ach nee, da muss ich raus aus der Komfortzone, so wichtig ist es mir nicht. Aber plötzlich wird es eben zur Herzensangelegenheit. Das Erkennen ist hier. Man ändert ja Dinge auch immer erst, wenn sie einen wirklich so nerven, dass man dann denkt, nee, so geht es nicht mehr weiter, ne? Vor allem, wenn man dafür aus der Komfortzone muss. Hier habe ich auch sowas wie, man teilt etwas mit, man bekommt etwas zu Ohren, eine Nachricht geht über den Tisch, man spricht etwas aus, das man vorher vermieden hat. Und genau das führt hier zur Stabilität. Für einige kann das ein Weiterkommen sein im häuslichen Bereich mit der Umgebung. Für die anderen ist es was in der Liebe. Wir haben immerhin 4 Themenbereiche. Für die anderen ist es ein berufliches Projekt, ein Herzensprojekt.
Und an sich ist es eben ein Neubeginn in einem dieser Bereiche. Das ist so wie ein Hindernis kann endlich überwunden werden. Ein Thema, das dir am Herzen liegt, kann ausgeübt werden. Eine Sache, die nicht möglich war, wird möglich. Wir haben unten die Sonne. Was soll ich sagen? Die überstrahlt hier das Blatt und gibt uns die gute Energie. Vielleicht ist die Legung auch so gemeint, dass wir hier so eine frische Energie reinkriegen, einen neuen Wind. Möglicherweise gibt es auch hier so Nachrichten oder Kommunikation, die Blockaden bröckeln lassen. Kann auch sein, man wartet hier auf ein bestimmtes Ereignis, ein Dokument, einen Zeitraum, der sich ergibt jetzt. Und wir haben hier für die Zukunft eine stabile Sache liegen. Es kann auch so ein Sammelsurium sein, dass man Dinge im häuslichen Bereich verändert, in der Liebe und zugleich im Beruf und irgendwie da vom Mangel in die Fülle geht. Im Moment sind wir hier in diesen Auflösungsprozessen drin. Was mir hier auch noch auffällt, ist, dass es sein kann, dass einem hier was zu Ohren kommt, wo man dann so sagt, so ich habe jetzt die Nase voll, jetzt will ich loslegen, genau das hat mir noch gefehlt, das habe ich jetzt noch gebraucht und dann geht es auch so Stück für Stück in kleinen Schritten weiter. Hier ist so dieses Ankommen auch für längere Zeit mit gemeint, bei etwas, was wichtig ist oder bei sich selbst auch wieder. Guckt mal, die Biene, der Wohlstand. Unten haben wir noch das Wachstum. Also aus dem Mangel in die Fülle könnte man es nennen. Die Biene ist ja auch fleißig, ne? Und beide Karten hier haben etwas Gemeinsames, denn die sagen, du kannst nicht warten, bis etwas einfach so auf dich zukommt, sondern du musst etwas tun. Denn das, was du hier investierst, wirst du zurückkriegen. Ja? Überwinde deine Hindernisse, komme bei dir an, fange an, für deine Sachen zu arbeiten, zu investieren. Energie reinzugeben, um seine Ziele auch zu erreichen. Die Bienen arbeiten auch irgendwie mit jemandem zusammen. Es kann sein, man findet hier Menschen, die einfach, hier unten den Hund noch, ne, die irgendwie etwas mitbringen, was dir helfen kann oder die gleichen Werte teilen. Und hier wird uns gesagt, wenn wir hier fleißig sind und unsere Dinge in Angriff nehmen und nicht in diesem Ding verharren, dass wenn ich jetzt die Energie nicht aufbringe, komme ich immer wieder in dieses Hindernis rein und fahre darum rum, da drumrum, anstatt hier Energie aufzuwenden, um nach vorne zu gehen. Ne? So, es geht tatsächlich um gemeinsame Werte, auch die man umsetzen kann. Und es ist wichtig, dass wir einfach damit anfangen. Wir kriegen es hier nicht geschenkt, aber wir können ernten, wenn wir für uns mal aus dieser Starre rausgehen, uns um unsere Herzensangelegenheiten kümmern. Möglicherweise braucht etwas auch noch ein bisschen mehr Wissen, eine Kommunikation, die uns Infos bringt, ja. Und dann hat man hier den schönen Neubeginn, der auf 2 stabilen Beinen steht und der auch unseren Herzensangelegenheiten entspricht. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch und bis morgen.